Wie viele Karten habe ich? Yu-Gi-Oh! Karten? Über 10.000. Wenn ich alle meine Karten, also wenn ich alle meine Booster öffnen will, die ich hätte, wären es weit über 100.000. Und man ist wahrscheinlich in-game. Elementkarten, gar nicht so viele, weil ich die regelmäßig verkaufe tatsächlich. Bringt ja nichts, darauf sitzen zu bleiben. Ich heb die ja nicht auf, weil sie mir so gut gefallen, sondern um damit dann auch Kohle zu machen. Also so ein Stack geht normalerweise für 10 Mio weg. Oder im Schnitt vielleicht. Je nachdem. Also auf jeden Fall sind die gar nicht so wenig wert, wenn man sie auf Masse farmt. Also ich sammle die immer so lange, bis ich entweder Kohle brauche oder bis ich Items suche, die ich in meinen Shop packen kann, je nachdem. Also ich mache halt meistens gar keine Shops. Ich warte immer, bis ich richtig viel Zeug habe und dann mache ich wieder für 2-3 Wochen immer Shops. Und wenn wir da die Items ausgehen, also einerseits habe ich noch Items, die ich verkaufen will, andererseits auch nicht mehr, also der Shop ist halt nicht mehr voll. Dann suche ich halt auch einfach irgendwas und das sind dann zum Beispiel Karten oder auch Power Dives, die ich immer mal wieder verkaufe. Deswegen sind das eigentlich nie mehr als 1000. Also ich glaube, ich hatte mal 3000, bevor ich das allererste Mal welche verkauft habe. Aber wie gesagt, seitdem verkaufe ich die eigentlich so einmal pro Jahr. Bestimmt schon ein paar Jahre mit Karten gemacht. Mit Karten, die als wertlos betrachtet werden. Aber gut, ich habe halt auch tausende Stunden gelevelt, also verhältnismäßig natürlich wenig. Aber es kostet nichts, sie mitzunehmen. Es tut nicht weh. Also warum nicht? Das funktioniert halt auch vor allem nur dann gut, wenn man was geht ab? Das funktioniert halt vor allem nur dann gut, wenn man auch tatsächlich den Platz dafür hat, ne? Also 8-Char-Taktik lässt grüßen. Alle anderen erst im High-Level, wenn sie viele Inventarplatz-Quests gemacht haben und so weiter. Ja. Oder wenn sie auf irgendwelche anderen Sachen verzichten. Aber ich habe das schon immer so gesehen in Flyf, also auch schon in Flyf PC. Wenn ich den Platz habe, dann nehme ich es doch mit. Also ich fand das, in Flyf PC hat mich das auch immer getriggert. Weil man dazu sagen muss, in Flyf PC hat es aus einem anderen Grund auch getriggert. Aber, also ich persönlich habe es immer so gesehen. Erstens hast du eh 2 Chars und in Flyf PC gibt es auch schon seit Ewigkeiten einen Pet-Filter. Das heißt, du kannst ja auch da einstellen, der eine Char hebt Food auf und Set-Teile und irgendeinen anderen Käse und der andere Char nur die NPC-Items zum Beispiel oder so. Also das konnte man schon seit Ewigkeiten, kann man das schon machen, dass man das aufteilt. Der eine Char hebt das auf, der andere Char hebt das auf. Und es funktionierte eigentlich auch ziemlich gut. In Flyf PC war dann nur irgendwann das Problem, dass halt Leute einfach alles ausgestellt haben. Die haben dann keine Refresher mehr aufgehoben, manche Leute auch keine NPC-Waffen mehr, keine Eier, kein Food. Und wenn dann jemand neben dir gefarmt hat, der effektiv eigentlich nur Event-Items wollte und Penya, der hat halt alles liegen lassen, dann war der ganze Boden voll mit Drops und dann hat dein Pet nichts anderes gemacht, als seinen Scheiß aufzuheben, den er liegen lässt. Das war dann ziemlich nervig, wenn du selber solche Sachen aufgehoben hast und neben dir jemand gefarmt hat, der quasi gar nichts aufhebt. Das hat dann schon irgendwann auch ziemlich getriggert, muss man sagen. Aber grundsätzlich war schon immer meine persönliche Auffassung, wenn ich die Monster schon töte, ja, und ich grundsätzlich auch den Platz dafür habe, weil ich ja sowieso auch mit mehreren Chars farme, warum die Items dann nicht aufheben? Wie gesagt, wichtige Voraussetzung, ich habe den Platz. Ab einem gewissen Level, aber wie gesagt, auch mit 2 Chars hat man den eigentlich. Mit Inventory Bags, mit Inventarplatz-Quests sollte man eigentlich immer irgendwann, also zumindest auf den Nicht-FEC-Servern, genügend Inventarplatz haben, um zumindest eine Stunde durchleveln zu können, ohne dass es voll wird. Klar, gibt immer Ausnahmen, aber so Pi mal Daumen. Mit 8 Chars schon relativ früh, mit 8 Chars hast du das eigentlich schon sofort. Auf dem FEC vielleicht nicht, aber sonst schon. Und mit 2 Chars dann halt früher oder später auf jeden Fall auch. Und wie gesagt, also man kann in Flyf ja eigentlich fast alles zu Penya machen. Manchmal muss man dafür halt sehr geduldig sein oder so. Aber
wie gesagt, Elementkarten, selbst Food, Refresher, MP-Refresher. Man kann wirklich eigentlich alles an andere Spieler verkaufen für mehr als das, was dir der NPC dafür zahlt. Und klar mag es nicht die Welt Unterschied machen, aber wie gesagt, ich töte die Mobs ja sowieso. Ich laufe hier rum, also warum soll ich die Items nicht aufheben? Und wie gesagt, mit 2 CS-Pads, Pad-Filter und so weiter, wie man das alles einstellen kann, wie man das alles customizen kann, wüsste ich nicht, wieso man das nicht tun sollte. Also, muss jeder selber entscheiden, aber ich persönlich habe das schon eigentlich fast immer so gesehen, dass ich schon gerne alle Items hätte. Grundsätzlich. Aber ich weiß, da bin ich tatsächlich, also in Flive PC war ich mit dieser Einstellung sehr alleine. Da war ich gefühlt der Einzige, der das so gemacht hat. In Flive Universe glaube ich auch, weil auch hier hebt, glaube ich, kaum jemand X auf und Karten lassen die meisten Leute auch liegen. FP-Refresher ist auch ganz beliebt, nicht aufzuheben. Aber das ist halt meine persönliche Einstellung. Und bei solchen Sachen war ich schon immer ein Einzelgänger, also da war meine Meinung noch nie die Mainstream-Meinung, tatsächlich. Die meisten Leute sehen das eigentlich immer anders als ich bei solchen Sachen. Wie gesagt, 8-Char-Taktik versus nicht 8-Char-Taktik macht ja auch einen riesigen Unterschied zum Beispiel. Also ich habe so viel Platz, ich kann hier 4 oder 5 Stunden, also als Master könnte ich vielleicht sogar bis zu 6 Stunden leveln, bevor ich Inventarprobleme bekommen würde. Also das ist schon Wahnsinn. Und klar, es liegt natürlich daran, dass ich Master bin. Als Non-Master wären es wahrscheinlich höchstens 3 Stunden. Aber selbst 3 Stunden ist Wahnsinn. Bei der Killtime und so, permanent mit Party-Skills, ist schon ordentlich Platz auf jeden Fall. Also 8 Chars im High-Level mit großen Inventaren, da hast du Platz bis zum geht nicht mehr. Also du kannst tausende Items fast lagern in deinen Inventories. Und selbst abzüglich der ganzen Sachen, die du immer dabei hast, sind das immer noch wahrscheinlich weit über 500 Inventarplätze wahrscheinlich. Also, das ist schon ordentlich. Muss man natürlich dazu sagen. Den Luxus hat natürlich nicht jeder. Habe ich ja gerade schon gesagt.